Wir haben auch Einsätze gefahren, wo ich jetzt aber nicht drüber sprechen darf, weil das der militärischen Schweigepflicht ist. Bin ich ganz ehrlich, wenn heute ein Einsatz kommt oder eine Einberufung, stehe ich Spalier. Ich war mit Sicherheit mit Abstand der längste Besucher, der Gast der Loge. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Schnitzel Goes to Hollywood Folge. Heute wieder mit einem Interview, diesmal mit King Ralf Kaselmeier. Hallo Ralf. Grüß dich. Moin. Moin. Ralf ist ein ganz besonderer Gast, den ich heute hier habe. Er war nämlich nicht nur in der Deutschen Marine, er hat nämlich auch eine unfassbar tolle Sammlung hier in dem Oddfellow Haus in Berlin. Und ist natürlich auch dementsprechend Oddfellow-Mitglied. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr mit einem Subscribe, Like und der Glocke natürlich diese Form von Interviews weiterhin unterstützen. Ralf, schön, dass du hier bist. Guten Tag. Guten Tag. Du warst bei der Deutschen Marine, ne? Und auf der Gorch Fock, auf dem Schulungsschiff der Deutschen Marine. Ich war auf mehreren Schiffen der Bundesmarine. Fangen wir mal an mit einer Grundausbildung. Die war in Westerland auf Sylt als Sanitätsgefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter. Anschließend ging es dann nach Plön für den militärischen Bereich zum Unteroffizier. Dann ging es nochmal wieder zurück, eigentlich nochmal nach Westerland, um den Martenlehrgang zu bestehen im fachlichen Teil. Der beinhaltete Krankenpflege, Notfallmedizin und vieles mehr aus dem gesamten Rettungsdienst. Plus Sonderlehrgänge, Massagelehrgänge, Bademeister und solche ganzen Sonderlehrgänge, die wir noch alle nebenbei machen konnten. So, zur See gefahren ging es gleich auch los. Schon als Gefreiter musste ich den Taucherarzt-Gehilfenschein machen für die Minentaucher, Kampfschwimmer, GSG 9. Ja, da ging es dann rund. Nach dem bestandenen Lehrgang hieß es dann Leinen los. Und die Nord- und Ostsee war erstmal meins, komplett. Schön. Ja, mehrere haben die Deutschen ja gerade nicht, ne? Ja, wir waren aber schon überall relativ gut aufgestellt. Also das war jetzt nochmal der Startbeginn. Weiter ging es dann nachher mit weiteren Fachlehrgängen zum Bootsmann und Oberbootsmann. Aber auch dazwischen waren viele Seefahrten. Wir fangen mal so ein bisschen an bis Norwegen rauf, Stavanger, ja, Skagerrak, dann auf das Minenjachtboot Weiden. Da war ich knappe 4 Jahre als Unteroffizier mit einem eigenen Sanitätsbereich, komplett mit allem. Wir haben auch Einsätze gefahren, wo ich jetzt aber nicht drüber sprechen darf, weil das der militärischen Schweigepflicht ist, was wir so erlebt haben. Und aber, ich sag mal so, wir sind auf dem Minenjachtboot mit den Minentauchern, haben wir ungefähr so 30.000 Seemeilen abgerissen, sag ich jetzt mal. Wir waren also im Mittelmeer, alles komplett abgefahren. Wir waren Äquator gefahren, wir waren in Abu Dhabi mit den Minenjägern und vieles mehr. Also den Globus relativ schon mal da gut bereist. Unter anderem, weil man darauf angesprochen wurde, jetzt von dir ja, Gorch Fock. 3 Tage durfte ich mitfahren im Austausch als Sandmeister. Einmal auf der Gorch Fock 3 Tage und der Sandmeister von der Gorch Fock war bei uns dann an Bord. Wahnsinn. Also erstmal danke für deinen Militärdienst, den du geleistet hast. Ja, das waren 8 Jahre plus gleich dazu. Nochmal den Reservedienst gleich mit drangehangen, weil sie keinen Sandmeister mit der Qualifikation zu dem Zeitpunkt hatten. Denn ich habe den EU-Flottille übernommen als Sandmeister und die gesamte Minentaucher- und Kampfschwimmerkompanie als Sandmeister. Ich hatte so 2 große Bereiche, wo ich mich mit drum kümmern musste. Wow. Mit Ausbildung im AZU für die neuen 212er U-Boote, die jetzt alle im Einsatz sind. U31, U32. Dafür haben wir schon die Besatzung militärisch, sowohl auch sanitätstechnisch habe ich die alle mit ausgebildet. Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Was du aber vielleicht verraten darfst, natürlich nur, wenn das erlaubt ist, warst du auch in Kampfeinsätzen? Wir waren unten, aber da gibt es keine weiteren Informationen drüber, weil
Ja. Das ist militärisches Geheimnis und ich habe dafür mal meinen Eid abgelegt und Nö, da soll's auch stehe ich auch zu. Haben wir gemacht. Wie gesagt, wir haben Sachen erlebt. Kann nur so viel sagen, wir haben mal mit den Amis ein Manöver auch gefahren, fettes Manöver mit dem U-Boot. Aber wir haben das U-Boot der Amerikaner hätten wir versenkt mit unserem kleinen Spielzeug-U-Boot. Ja, wir lagen unten nämlich auf dem Grund, sah aus wie ein Bierdeckel und die Amis sind rübergefahren und wir hätten die von hinten richtig in den Arsch schießen können. So, ansonsten, wie gesagt, Einsätze waren klar, die haben wir mitgefahren, aus einem Zeitpunkt, wo es noch nicht akut war, dass wir überhaupt so fahren durften. Aber man hat einiges gesehen. Wir haben auch viel humanitäre Hilfe geleistet, auch als Einheiten. Und deswegen, also, da ist noch ein bisschen die Schweigepflicht drauf. Das ist vollkommen in Ordnung. Also die Zuschauer, die sich dieses Format angucken, sind ja aber auch viele Amerikaner dabei. In den USA ist es ja so, dass viele Menschen verehren oder Menschen dankbar sind, die im Militärdienst sind. Das ist ja eine ganz andere Kultur als in Deutschland. Mal so in ein, zwei Worten, was bedeutet für dich Dienst und Pflicht? Also erstmal auf die Frage Amerika einzugehen. Ich wurde in Amerika so cool empfangen, weil es gab einen guten Kumpel und der wollte immer, dass ich in Uniform mitfliege. Also übers Ministerium, es gab ein Heidenterrain in der Einheit. Bin natürlich dann, weil ich in der Harthöhe gesessen habe, war es für mich einfacher, die Einreise in Uniform nach Washington und New York zu kriegen. Dementsprechend war die Begeisterung auch in Amerika sehr toll. Deutscher Soldat. Wir waren sehr angesehen dort. Gerade in der Marineuniform, klar, bei dir ist es schwarz-weiß, sieht immer tipptopp und edel aus. Also an den Hotels begeistert, wir haben Sonderpreise bekommen. Also wir wurden da hochgeehrt. Da kann ich nichts Schlechtes sagen. Wir waren anerkannt. Hier in Deutschland ist es manchmal nicht so ganz. Da sage ich immer so, da werden die Soldaten, die Dienst getan haben, ja, so ein bisschen auch vernachlässigt. Nachher sage ich mal als Veteran im Endeffekt. Ja, oder als Reservist. Da ist nicht so, dass man da jetzt sagt, das ist jetzt hier der Bundeswehrsoldat. So, manche benehmen sich auch dementsprechend auch mal daneben, aber im Endeffekt sage ich immer, mal eine Anerkennung wäre mal ganz nett. Ja. So, ansonsten für meine Pflichten, da stehe ich auch heute noch zu. Bin ich ganz ehrlich, wenn heute ein Einsatz kommt oder eine Einberufung, stehe ich Spalier. Für unser Land. Finde ich gut. Das finde ich gut. Und das Wahnsinn. ist wichtig. Weil die haben mich gut ausgebildet. Ich habe Sonderlehrgänge besucht, alles. Und ich habe dafür immer gesagt, der Bundesrepublik Deutschland treu und tapfer zu dienen. Das war ja der Eid, den du geleistet hast, ne? Ich habe ja damals nur ein Gelöbnis geleistet. Aber zu der Marinezeit noch mal ganz kurz. Welche Werte und moralischen Vorstellungen hast du dort gelernt oder auch vielleicht lernen müssen, die du bis heute noch pflegst? Also, wer mich hier kennt, weiß, wie ich auch mit Menschen umgehen kann. Und das lernt man. Man lernt den Zusammenhalt, die Kameradschaft, Respekt gegenüber der anderen Person. Wenn sie Mist machen, gab es einen vor die Sabberinne. Aber dann war es auch vergessen. Da gab es noch nichts hinterm Rücken oder irgendwas, klar raus. So, auch wo ich dann, sag ich mal, als Bootsmann mitgefahren bin oder als Unteroffizier, meine Mannschaften durfte keiner anpacken. Da war ich wie die Klucke, wie ich saß auf der Horde. Fertig. Ja, da gab es nichts. Da gab es vorbei, komm zu mir, ich kläre das unten. So, und so lief es auch an Bord eigentlich ab. Und wen beschützt du heute? Wer ist heute deine Glucke? Also heute bin ich eigentlich für alle da, die Hilfe auch benötigen. Oder damit, da haben wir eine Idee. Alle retten können wir nicht. Geht nicht. Aber ich habe viele Leute, wo sagen, die rufen schon mal an, was können wir machen, wo können wir hingehen, welchen Weg können wir gehen. So, da haben wir jetzt auch hier im Logenhaus sitzen oder auch ich auch als Untermeister in der Concordia-Loge bin, wende ich das auch alles an. Und das haben die hier auch alle im Haus gemerkt, die letzten 2 Jahre. Ja, Zucht und Ordnung, der raue, aber militärische Ton. Die habe ich hier alle, ist mit begleitet worden hier von meiner Seite. Und das hat auch gefruchtet.
Und heute haben wir wieder die Harmonie, die mal hier vor Jahren mal nicht mehr so war. Ach, schön. Das heißt, deine militärischen Erfahrungen tragen hier dazu bei Wusste in der ja- Gesellschaft. Genau, es wusste ja keiner, was ich gemacht habe. Und dass ich U-Boot gefahren bin und was nicht alles. Ja, ich habe mit dem Torpedorohr geschlafen, alle, ich komme mit Situationen klar, da würden die sich alle wahrscheinlich das Leben nehmen. Ja, es ist so. Ja, ich bin mit allen Sachen ausgebildet worden und ich weiß, wie man sich auch in allen Sachen halbwegs verhalten muss und kann. Und das habe ich hier auch alles umgesetzt. Ja. Und man nimmt sie auch alle mit. Das ist wichtig. Man lässt keinen auf der Strecke. Das ist sehr wichtig. Ja, man nimmt sie alle mit. Ob der eine nichts hat oder der andere Millionär ist. Alle Menschen sind gleich. Finde ich eine sehr gute, eine sehr tolle Einstellung. Wenn wir noch mal ganz kurz einen Schwenker zurück machen zu der Situation, dass du gesagt hast, manchmal wird man aber hier auch als ehemaliger Soldat oder als Soldat nicht von der Gesellschaft so behandelt, aber auch eben vielleicht im Stich gelassen. Was würdest du dir denn wünschen, wie ein Soldat behandelt wird? Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wo würdest du sagen, die Kritiker, da kann ich den einen oder anderen Punkt nachvollziehen? Also, ich sag mal so, in Amerika bist du ein Held, wenn du beim Militär gewesen bist. Hier ist es so nach dem Motto, wenn wir heute die Leute einziehen würden, wäre hier ein Aufstand. Sagen wir nur das neue Gesetz, bis 45 dürfen sie hier nicht mehr raus. Hat einen Grund. Weil die werden sich jetzt, ein Großteil wird sich versuchen jetzt zu verdünnisieren. Wenn wir unsere Lage angucken, wissen wir, was auf uns zukommt. Und wenn ich die heutigen Nachrichten gerade gelesen habe, was man machen möchte am liebsten, dann sollten wir schon mal unsere Stahlhelme wieder rausholen. Welche Nachrichten deutest du an? Wie von eben. Ja, wenn unser Präsident der Vereinigten Staaten nun meinte, er müsste heute die Zivilisation auslöschen, tja, dann wissen wir, wo das endet. Und das ist schon traurig genug, aber wir werden uns darauf vorbereiten müssen, dass wir in Situationen kommen werden, wo wir seit 80 Jahren nicht mehr mit gerechnet haben. Und wir fangen mal bei der Jugend an. Da war keiner mehr beim Militär. Da war nichts mehr. Wehrpflicht war ja nicht mehr, wurde ja ausgesetzt. Ist alles weg. Ja. Ja, das heißt, die sind mit nichts konfrontiert worden bis jetzt. Die wissen das nicht, wenn man da draußen mal 3 Wochen im Lager liegt. In einem Zelt mit 2 Bahnen, die man mitschleppt. Oder mal einen 30 Kilometer Leistungsmarsch. Oder einen See überqueren in Klamotten. Ja, 500 Meter Flossen schwimmen in der Ostsee. Ja, was man getan hat. So, ja. Und da das auch nicht passiert ist, großartig mehr, gehen wir mal jetzt mal aus, die Wehrpflicht ist, glaube ich, 20 Jahre weg oder 25 Jahre. So lang schon. So, da ist nichts mehr. Wo sollen die auch noch geehrt werden? War ja keiner mehr da. Auch da sind der Nachwuchs ja nicht so nachgekommen, wie er sollte. Ja. Dadurch wurde die Truppe reduziert. Es wurde alles zugemacht, abgebaut. Tja, und jetzt überlegen sie, ob sie wieder an der Nordsee schon mal wieder einen neuen Standort aufmachen, wo sie Kriegsschiffe hinstellen können. Das ist eben alles. Wir hatten ja den Weltfrieden. So, aber seit 4 Jahren wissen wir, wo es lang geht. Ja. Wahnsinn, dass wir da so tief reingehen. Finde ich sehr, sehr gut und finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich habe da jetzt noch eine leichte Kritik an den USA gehört. Willst du dazu noch was sagen oder bist du da? Also die USA selber, es ist ein Land, ich war sehr oft dort und jeder soll auch seine Politik machen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzige Präsident das nicht ein bisschen zu leicht auf die Schulter genommen hat, um das mal harmlos auszudrücken. Du meinst die Intervention im Iran? Die jetzt da gerade passieren. Ja. Denn ob das jetzt der richtige Weg war, wissen wir nicht. Ich bin auch kein Politiker. Ich Ja. bin aus der Politik auch komplett raus. Ja. Ja, ich habe eine Meinung. Ich habe mit dem Mann auch noch keine Tasse Kaffee getrunken. Ich weiß auch nicht, wie der tickt. Würdest du das gerne? Würdest du gerne mit Donald Ja, Trump mal einen ja. Kaffee trinken? einfach mal eine Tasse Kaffee schlürfen und sagen, so mal lieber, nun sag mal wirklich, was du vorhast. Ja, so ein bisschen. Aber habe ich mit vielen in Ordnung gesagt, man muss sie auch mal kennenlernen. Richtig, richtig. So, und was geht denn? Dann kann ich mir auch ein Bild machen. So kann ich ja, habe ich auch kein Recht zu,
jemanden jetzt, sag ich mal, so zu kritisieren oder irgendwie. Das steht mir nicht zu. Ich weiß nicht, wie der tickt. Ich weiß auch nicht, was im Background passiert. Da stecken wir nicht drin. Ja, ich sage mal, wir wissen so viel. Und wenn wir schon so viel wissen müssen, dann wäre schon wahrscheinlich schon so viel zu viel. Ja, ja, es ist Also lässt man das. Wir wissen nicht. Da sitzen hohe Köpfe, die werden alle gigantisch bezahlt. Das sollen sie mal machen. Ja. Zumal es ja auch viele unterschätzen in der Öffentlichkeit. Es gibt ja richtige Szenarien, die am Computer zigtausendmal durchgerechnet werden, um dann so den Sweet Spot zu finden. Das sollte man jetzt international und so weiter tun. Also ich glaube, so diese, was die Medien häufig auch sagen, das hat jetzt jemand mal aus der Lust und Laune heraus entschieden, ist eher unwahrscheinlich. Nein, da sitzen schon Berater. Ja. Ja, wenn wir uns, wie bei uns beim Militär, es wird abgesprochen. Ja, da wird schon Post gemacht, reichlich und satt. So, aber ob das immer denn so kommt, weil man ja auch gar nicht weiß, wer hat da was irgendwo noch verbunkert und nicht. So, und um was geht's denn wirklich nachher? Weiß doch auch keiner mehr. Ja. Wissen wir, wer da noch alle Strippen mitzieht, weiß keiner. Nö. Und will ich auch gar nicht und interessiert mich auch gar nicht. Ich kann es nicht alleine ändern und so ist es. Und ich bin für Deutschland da und der Rest muss sehen, die haben alle ihre eigenen Abteilungen auch dafür da. Okay, ja. Finde, ist eine gesunde Einstellung, die man nicht häufig hört heutzutage. Du hattest enge Verbindung zu den USA angesprochen, auch in Uniform dort eingereist in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber du bist ja auch Odd Fellow-Mitglied. Wo hast du zum ersten Mal hier bei den Odd Fellows gemerkt, dass diese Gemeinschaft hier amerikanische Wurzeln hat? Also, ehrlich gesagt, nachdem ich eingetreten bin, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und das war auch ein Akt. Das war nicht mal eben, ich bin jetzt hier im Odd Fellow Haus, ich trete jetzt hier ein. Ich war mit Sicherheit mit Abstand der längste Besucher, der Gast der Loge. Und zwar genau 7 Jahre. Das ist ordentlich. Weil ich gar nicht wusste, was das hier ist. Ja. So, und da unser Thomas Wachau, unser Armutsbeauftragter hier in der Loge schon war, bin ich eben auch mitgekommen und habe auch hier das eine oder andere Fest mit organisiert. Und so habe ich auch den Bezug zu dem Haus bekommen, hier alles. Aber da er immer noch so ein bisschen, ja, Was bedeutet? das bedeutet, das lief nicht so rund, wie das rund laufen sollte, normalerweise. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich hier eingetreten bin. So, den Bezug zu unserem Obermeister, Schatzmeister, Hausverwalter, alle. Da habe ich gesagt, Leute, wir können uns auch privat treffen, dafür muss ich ja nicht in die Loge eintreten. Ja. So, ich wusste jetzt auch gar nicht, was meine Aufgaben nachher sind oder auch nicht. Bin ich ehrlich. Und geschichtlich bin ich ein Wrack. Ja, Geschichte ist für mich immer Geschichte. Da habe ich auch schon in der Schule gesagt, Geschichte ist Geschichte, was Geschichte ist. Ja. So, ich wusste nicht, wer Thomas Wiley ist und das was mit der Krankenversicherung. Das musste ich mir so ein bisschen, wenn ich denn Lust und Laune hatte, jetzt so habe ich dann auch mal geguckt und auch mal was nachgelesen, so eine Kleinigkeit. So, für mich war nachher wichtig, weil ich gemerkt habe, nach der Corona-Zeit hatte ich schon die Loge, unsere Concordia, eigentlich schon mal, die waren immer sehr nett nachher. Das wurde immer besser und immer besser und immer besser. Und ja, unseren Wolfgang, ich sage immer zu Ihnen, du bist jetzt der Uraltmeister, du wirst dich jetzt zur Ruhe legen, der hat mich immer mit Steaks bestochen. Wir wollen immer essen und immer, kannst du nicht nun endlich mal in diese Loge eintreten? Ich sage, das weiß ich noch nicht. Und wenn mir das Steak noch das nächste noch mal schmeckt, so habe ich aber dann das auch dann gemacht. Und zwar dann Ende 23 waren wir dann noch mal essen. Und am Dienstag dann habe ich dann noch alles fertig geschrieben, was man so braucht. Und dann habe ich mich auch dann hingestellt. Und da war noch unser Anwalt, der war dann noch Obermeister. Ich sage, Obermeister, ich brauche mal 6 Minuten. Dann habe ich mich aber erstmal verabschiedet. Ist das so? Liebe Concordia-Loge, ich werde mich von euch jetzt für immer verabschieden. Ich werde am 31.12. alles abgeben und dann werde ich weg sein. Der Gastbruder Ralf wird das Haus verlassen. Die Schlüssel gebe ich dann auch wieder ab. Und natürlich erstmal alle geschockt.
Auch unser Obermeister war jetzt hier. Hast du ihn nicht vorgewarnt? Kein. Das habe ich todernst da wirklich abgerissen. Ich sage heute, neue Welten, ich muss mich um meine Sachen jetzt kümmern, wir gehen eine andere Zeit entgegen. Der Gastbruder kann ich nicht mehr. Kommen neue Wege, muss ich neu entscheiden. So, alle geplättet. Ich sage, lieber Thomas, das Glas Sekt gebe ich dir auch nach 7 Jahren wieder zurück. Die Erdbeere habe ich zur Weihnachtszeit im Moment nicht, aber das Glas Sekt kannst du schon mal auch wieder haben, damit ich alles abgeschlossen habe als Gastbruder. Fertig. So, dann habe ich sie schmoren lassen, 5 Minuten, 6 Minuten. Ach, ich habe noch was. Ob der Gastbruder Ralf, der geht natürlich. Ob ich als Concordia, als Bruder wiederkomme, das müsst ihr entscheiden. Mhm. Aber ich habe hier eine Bewerbung mit und einen Lebenslauf. Gebe ich euch schon mal in die Hand. So. Und dann war das auch, so Hofmeisterin. So eine Bewerbung hatten wir auch lange nicht mehr oder eigentlich noch nie gehabt in der Form. Und so habe ich mich aber hier dann praktisch schon reingemacht. Bin auch relativ fix durch meine Grade befördert worden. Ja, und sitze jetzt eben auch schon jetzt im 3. Jahr als Untermeister im Stuhl. Das ist aber ein steiler Weg nach dieser langen Zeit. Ja, das war wie beim Militär. Ruckzuck war ich da Bootsmann, durchbefördert bis nach oben, auch durchgeackert, habe mir aber auch nie die Butter vom Brot stehlen lassen. Das war auf den Lehrgängen auch so. Die haben mal getobt. Ich sag, aber zum Schluss kam mal an, der Ausbilder, Karl Mayer, mit Ihnen würde ich in den Krieg ziehen. Ja, Sie haben die Hamburger Schnauze, setzen sich durch und Sie lassen sich nicht die Butter vom Brot stehlen. Egal wer das ist das mir scheißegal. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt hast du aber auch eine ganz besondere Fähigkeit neben deinem Titel hier. Du veranstaltest die Hall of Fame. Und wie wir hier um uns herum schon sehen können, hier sind ja schon ein paar sehr seltene Exponate, die du hier in diesem Raum hast. Kannst du mal mit ein paar Worten erklären, was ist die Hall of Fame und welche Exponate liegen dir besonders am Herzen? Also, fangen wir erstmal an, wie ist die Hall of Fame entstanden? Da ich ja Medien so ein bisschen mache oder auch mehr hier auch in Berlin schon mehr gemacht habe, Medien habe ich in Asien gelernt und kam dann hier hin und habe für die Galerie Avantgarde immer mal die Reportagen gemacht bei den Vernissagen, bei den Finissagen. So, und irgendwann haben wir uns dann mal so richtig eingezwiebelt mit 2 Flaschen Bibab Belula Rotwein. Und dann ging das schon los. Ich will auch mal eine Ausstellung machen. Aber fotografieren ist scheiße und malen kann ich auch nicht. Ich kann das nur mit Musik. So, hat dann Jürgen gesagt, weißt du was, nimm mal eine scheiß Galerie und mach mal 3 Monate deine Ausstellung. Was immer das ist, kostet auch kein Geld, muss doch nichts bezahlen. So, was wir aber nicht wussten, dass ich also schon einen Großteil an meinen Exponaten hatte. Also die Platten hatte ich also eingerahmt, war das auch noch nicht alles. Es war alles für Vorbereitung und habe damit eigentlich 2012 dann die erste Ausstellung gemacht. Bei der Avantgarde. So, da waren sie alle geflasht. Vom Elvis Club hin bis dahin. Dann haben wir es in Dahme bei Thomas gemacht, in der Prokurant. Da kam noch die Gruppe Six schon alles an, mit dem Staatsempfang und allem drum und dran. Also hat schon gute Kreise gezogen. So, und so haben wir dann praktisch jedes Jahr irgendwo die Hall of Fame gemacht. Dann waren sie 13 auch nochmal wieder im Avantgarde. Da haben wir den Ed Bonnier vorfahren lassen, den Tourmanager von Elvis Presley und Fotograf, den Originalen. Mit dem Cadillac. Und da mussten wir noch nebenan das Restaurant mit dazu nehmen, weil wir 400 Gäste hatten. Das war unglaublich. Wow. 400. Da haben wir auch schon richtig Bambule gemacht. Die haben aufgebaut. Die waren noch alle mit dabei. Also war eine runde Geschichte. Auch viele neue Musiker kennengelernt, die wir jetzt hier heute immer noch mit betreuen und die auch selbst daraus ihre Musiken rausgezogen haben. Und das ist ja alles nur eine Hobby-Ecke. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja meine Hobby-Ecke. Da sammle ich, seit ich klein bin. Krass. So, und jetzt haben wir 15 Jahre und dann gucken wir mal, wo es endet. Ich hoffe nie. Ja, bis ich immer mal ein großes Museum kriege dafür. Für die Stadt Berlin, was sie verwenden können, und dann können sie sich da das Eintrittsgeld auch reinsaugen. Das machen wir in Los Angeles. Ja, genau. Machen wir das Museum auf.
Das ist ja hier international. Es ist ja nicht nur amerikanische Künstler, ich sehe hier britische Künstler, ich sehe hier deutsche Künstler. Das ist ja unfassbar, was du hier alles zusammengesucht hast. Nicht nur aus der Musikwelt, sondern auch Film habe ich hier gesehen mit Zurück in die Zukunft. Gibt es ein Exponat, ein ganz bestimmtes, was dir besonders am Herzen liegt? Alle, die hier hängen, weil das meine absoluten Favoriten sind. Wir fangen mit den Lords an, hören mit den Beatles auf, Bill Haley, also alles Jerry Lee Lewis. Ich bin immer noch froh, dass ich den einen oder anderen noch live auch noch besucht habe, auch live spielen sehen. Und also deswegen wird auch von meiner Sammlung auch nichts verkauft. Alles, was da ist, sind meine Platten und die bleiben nur zur Ansicht. Man kann sich mal was ausleihen und wenn ich was abgebe oder mal was besorge, ist immer die Voraussetzung zur Hall of Fame, sind die Platten alle wieder da. Ja. Da habe ich aber eine Frage. Ich bin ja, glaube ich, der selbsternannte größte Swiftie in Berlin, Taylor Swift. Hast du auch irgendwas von Taylor Swift hier? Oder noch nicht? Noch nicht. Schade. Ja. Aber besorgen, wie gesagt, ich habe Sachen besorgt. Also selbst da könnte man fast einen Film von drehen. Also ich habe einen Grammy in die Schweiz geflogen von Phil Collins. Alles, das waren Zeiten in den 80ern. Selbst an Bord. Ich war der Mann, die haben sich totgelacht, wenn ich durch die Plattenläden getobt bin und habe die Pappe eingesammelt, die Aufsteller von Pink Floyd, von AC/DC und was nicht alles. Cool. So, da haben wir guck mal, den Müllsammlerladen. So, ich sag, kam aber dann abends zu mir, Sandmeister, kann ich den Pink Floyd und den AC/DC Aufsteller haben? Wir haben ja vorhin gedacht, aber das Ding sieht ja nun so geil aus. Ja, sage ich, kostet. Kannst den Olpenis bezahlen, kann bei mir auch stehen bleiben in der Kantine, weil du gelacht hast. Berechne ich das. Kannst du gleich 300 Öcken in die Bordkasse packen. Die werden wir nämlich dann immer mal verfressen. So, und da, ich habe das also eigentlich aus ganz Europa auch da schon immer alles mitgenommen. Ich habe denen auch alles besorgt an Bord. Weil ich ja immer schon nach Amerika, so, selbst während der Arbeitszeit, ja, freitags hin nach New York und sonntags abends war wieder montags morgens 10 Uhr war ich wieder im Laden zum Arbeiten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, mit Pan American Airlines war das machbar ab Hamburg. Ja. So, und da war die Liebe auch nach Amerika da, also war auch schön. Außer auch Miami, alles kann ich kein schlechtes Wort zu sagen. War da? Ist sie nicht mehr da? Was die Du hast gesagt, die Liebe zu Amerika war da, aber ist jetzt nicht mehr da. im Moment aufgrund der ganzen politischen Lage und der ganzen Situation auch schon am Border, das ist alles nicht mehr so, man sagt, man geht da jetzt mit Freude, du weißt ja gar nicht, ob du da drüber überhaupt noch reinkommst. Ich bin reingekommen. 2-mal. Jetzt seit der aktuellen Amtszeit hier. Ja. So, Aber also ich bin auch unpolitisch, deswegen bei mir ist das nicht so. bin ich eigentlich auch, wirklich habe ich auch keine Sorgen dahin, aber das ganze Terrain drumherum und das nicht mehr, also das Fliegen bringt auch gar keinen Spaß mehr, so richtig. Dann fliegst du Business-Klasse. Ach so, ja. Also ich bin eben Fliegen anders gewohnt gewesen. Ja. Das ging schon im Flieger los. Wo das Ding noch unten war, gab es schon Saft oder ein paar Erdnüsschen oder irgendwelche Sachen. Das ist ja alles heute nicht mehr. Ja. Also das Fliegen ist jetzt noch eine Massenabfertigung oder du hast eine Business-Klasse. Das stimmt wohl. Ja, also auch da, die Fliegerei hat sich ja auch komplett verändert. Wenn wir hier in Berlin selber, du stehst an der Kontrolle da 3 Stunden vorher an. Deswegen brauchst du nicht mal nach Frankfurt fliegen, dann nimmst du die Bahn. Ja. Ja, das ist eben nicht mehr, wo es schön war. Und ich bin ein sehr begeisterter, sag ich mal, also ein Flugbegeisterter. Ich habe auch in fast alles drin gesessen, was fliegt. Auch in einer Tante Ju? Auch in einer Tante Ju in Hamburg. Wahnsinn. Und das Größte wäre gewesen, mit der Concorde zu fliegen. Auch dafür lag mein Ticket schon bereit. Aber? Jetzt kommt das Aber. Da ich beim Militär war, ein Taucherarztgehilfe bin, ich keinen Ersatz gefunden hatte, konnte ich leider nicht mit der Concorde nach New York, 3 Tage Waldorf Astoria und mit der ersten Klasse British Airways wieder zurück. Das ist mir leider nicht geglückt. Wird es auch wahrscheinlich so schnell keine Möglichkeit mehr geben, ne? Sobald das erste Überschallflugzeug hier fliegt und das ein halbes Jahr durchgehalten hat und nicht vom Himmel gefallen ist, dafür werde ich sparen. Toll.
Finde ich gut. Also einmal nochmal mit Mach 2 oder mit Mach 3, 3 Stunden nach New York, Tasse Kaffee trinken und zurückfliegen, das wäre doch ein Knaller. Das ist, ja, da bin ich dabei. Ich habe auch gesehen unten, du bist ein ganz großer Titanic-Enthusiast. Seitdem ich ein kleines Kind bin, ich liebe die Titanic. Alles, was mit Titanic zu tun hatte, musste ich immer hin und ausprobieren und machen. Und ich habe auch, wie viele Modelle ich gebaut habe von der Titanic. Jetzt meine persönliche Frage an dich. Was fasziniert dich an der Titanic? Das kann ich auch sagen, da ist ja ein bisschen Geschichte mit drin. Und die Faszination war, das Schiff in Lego zu bauen. Das war der Startpunkt, wo du gesagt hast, jetzt ist die Titanic. Na, das kam eins und andere kam dann dazu. Ja. So, da man den Film Titanic kannte, bei jedem kennt man. So, welcher Mythos, ich habe auch drüber geschrieben, über die Titanic, so die Mythen und so weiter drum und dran. Und ja, und irgendwann habe ich dann dieses Schiff in 4,5 Tagen gebaut, die 10.000 Teile. Und dann kam immer eins zum anderen, war auch immer der Hingucker, bei mir auch zu Hause. Ich stand ja bei mir zu Hause am Fensterbrett. Jeder, oh, cool. So, und dann waren da irgendwann auch dann die Ausstellungen alles. Und zur letzten Hall of Fame im letzten Jahr haben wir schon einen Großteil auch aufgebaut, alles. Und dieses Jahr kommt noch mal ein kleiner Haken oben drauf, weil ich das Geschirr komplett habe. Und da noch mal was bekommen habe und hier noch mal was bekommen habe. Selbst so eine alte Schreibmaschine von 1912 habe ich da. Und das Telefon steht von 1912 da, das Originale. Ja, mit den Hörern und allem drum und dran. Also gibt wieder ein bisschen was zum Hingucken. Ein Champagner haben wir da, selbst das Bier haben wir ausfindig gemacht, was es auf der Titanic gegeben hat. Ein deutsches Bier, ne? Ein deutsches Bier. Ja. Und man dachte sich kaputt. Ich versuche noch, ob ich da die Flaschen umlabel und da kommt, wir verkaufen selber das Bier hier für einen guten Zweck. So, aber da ist so, also wir machen die eigentlich jetzt so ein Zimmerchen, machen wir mit Titanic eigentlich komplett voll, auch mit der Geschichte. Ach, cool. Sehr cool. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und wir werden auch mal sehen, dass wir es hinkriegen, dass wir diese 3D-Geschichte kriegen. Dann kann man noch mal auf der Titanic mit der VR-Brille gehen. Ja, da gibt es ja diese Modder, die jetzt quasi gerade das komplette Schiff in realistisch mit der aktuellen Wesse-Engine da, die Genau, nachbauen. ist fertig. Nö, ist noch nicht, ich glaube, die haben noch nicht alle Räume gemacht. Die haben nur den Großteil der Ich glaube, die Brücke fehlte, glaube ich, noch. Nee, die wollten noch die einzelnen Zimmer fertig machen. Die Zimmer sind fertig. Echt? Die Zimmer habe ich schon gesehen, alle. Zimmer, alles. Ich glaube, noch die Brücke fehlte oben. Ich habe nämlich damals so mit als erster unterstützt damals. Ich begleite das schon ganz lange und das ist total faszinierend, wie schön das geworden ist. Ich habe das sogar auf dem Rechner. Ja, also. Ja. Das ist schon sehr cool geworden. Gibt es da vielleicht auch, du warst ja auch wahrscheinlich bei der Ausstellung in Potsdam-Babelsberg, ne? Ja. Wo du ja am Anfang so ein Bordticket kriegst, wo dein Name draufsteht und dann kannst du ja gucken, ob du überlebt hättest oder nicht. Die erste Ausstellung habe ich mir in Hamburg angeguckt. Genau, in den 90ern, ne? Die? Nee. Jetzt hier tatsächlich die 25. Ach. Da war die erste in Hamburg. Da gab es auch einen Boardingpass mit einem Namen drauf, alles. Das haben wir auch alles da. Und wir haben auch dann eben auch ausfindig gemacht, dass es dort Odd Fellows auf der Titanic gab. Und da bin ich auch mit einer Regalie hingefahren und habe die da auch niedergelegt. Auch da haben wir Fotos von gemacht. Und wir haben sogar in Amerika den Grabstein gefunden, wo die Odd Fellows Logos oben auf den Grabstein sind. Ach, toll. Und Titanic verstorben und so weiter. Du bist ja nicht nur Musiksammler, du machst ja auch Musik. Ja, Musikblödsinn. Musikblödsinn. Musikblödsinn, so hat dann angefangen. Was ist Musikblödsinn? Also, eigentlich war immer, ja, so ein bisschen, ich habe mal so als Jugendlicher, ja, noch Schüler, da haben wir diese Karaoke-Wettbewerbe und so was gemacht. Da habe ich so auch Preise mitgewonnen mit dem Kram. Ja. So, naja, aber das Geld war nie da, irgendwo mal so Gesangsunterricht zu nehmen oder ein Studium, das gab's alles nicht. Ich hatte den Draht nach Dieter Bohlen, alles. Ich war beim Verlagsleiter von Gruner und ja, ich hatte jede Woche die neuesten Schallplatten. Waren bei meinem Nachbarn oben. Der hat mir erzählt, was Quadrophonie ist. Wir haben um die Wette gerüstet, den ersten CD-Player, den Betamax-Rekorder, die Bose-Anlage, die dann auch gesagt, bescheißt nicht den kleinen Kartelmeier mit der Anlage. Krass. Weil da war ich arbeiten, schuften, alles. So. Aber mit der Musik, das kam irgendwie, ja, schon gesungen haben wir immer so ein bisschen, auch beim Militär oder sowas. Ja. So, und dann haben wir immer gesagt, ach, ich möchte auch mal irgendwas aufnehmen, irgendwas. Und das fing dann eigentlich an,
dass ich so eine Rock'n'Roll-Geschichte hatte von Ich will wieder Schokolade. Dieses Ding von Schnute her. Ja. So, das habe ich mal umgesetzt. Kam auch gut an, hat mehr Klicks gehabt als Dirk Bach. So, dann haben wir irgendwo, ich habe eigentlich die Covers immer so ein bisschen gemacht, so aus dem Rock'n'Roll-Bereich, was ging, alles mal, also auch erstmal ausprobieren, wo triffst du überhaupt den Ton? Ja. Ja, das ist ja nicht so, dass du gesagt hast, so, und dann musst du dich eben verkaufen. So, als DJ war ich sowieso draußen, Radio, Moderation auch kein Ding, das mache ich alles so locker flockig weg. Auch Oma Reinhilde, die spreche ich ja persönlich. Ja, da kamen Heiratsanträge aus Haus Paulo und was nicht alles. Aber mit der Musik irgendwo, das ist dann reingewachsen vor 10 Jahren. Dann machen wir King Ralph von. Und dann haben wir Splitter aus Eis. Die kann man auch kaufen, die Dinger. Die sind bei Lightgeist Records alle runtergebracht. Und Goethes Werk und solche Sachen alles. So. Aber eben, wie gesagt, ja, dann kam die Arbeit hierzu, das Logenhaus dazu. Also hat man das ein bisschen nachher wieder an die Seite geschoben. Macht man andere Sachen. Ein paar Sachen sind in YouTube drin. Habe auch einen guten Channel, muss ich dazu sagen. Und habe jetzt aber für mich also entdeckt, die Musik ein bisschen mit der EDV zu machen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn das vor der Hall of Fame rauskommt, es wird eine CD geben, King Ralph Schlagerwelt, die werden wir machen. Und auch nochmal die King Ralph in the Mix Trance werden wir auch noch was machen, so dass wir da ein bisschen was abgedeckt haben. Und da gibt es noch ein kleines Präsent extra mit einem Hologramm drauf. Auch für mich? Ja. Nice. Ja, ja, also da wird es ein bisschen was geben. Sehr gut, cool. So, da bin ich jetzt dran und der eine oder andere hat auch schon jetzt die Sachen gehört. Und ich sehe auch, dass wir jetzt in den letzten 4 Wochen 82.000 mehr Aufrufe haben in YouTube. Und das zeigt mir, ich bin da auch wieder auf dem richtigen Weg. Bin mit meiner ganzen 3D-Welt, meine eigene Metaverse, die ich programmiert habe, das gleiche in Grün, auch da geht es voran, damit das auch 2027 an den Start geht, dass man Messeplätze vermieten kann, Wohnungen vermieten kann virtuell, wo Leute einziehen können, ihre Bilder aufhängen können, ihre Musiken sammeln oder was weiß ich, weil so ein Fass ohne Toll. Boden. Toll. Und das geht doch alles in der VR-Brille. Wir werden es aber auf der Hall of Fame alles zeigen. Dann bin ich gespannt, das mir alles anzugucken. Ja, Wahnsinn. waren auch schon 30.000 Arbeitsstunden, die ich da rein investiert habe. Also er hat die für die Zukunft gerüstet. Man hat mich mal ausgelacht mit Internet, Fernsehen und Radio. Aber heute habe ich viele überlebt, bin immer noch da und mache das rein als Hobby. Ja. Ja, geht mir auch so. Es gibt nicht mehr viele aus meinem Kurs, die überhaupt noch in der Filmbranche irgendwie sind. Ja, ja. Ralf, herzlichen Dank für dieses Interview. Falls ihr noch irgendwelche Kommentare habt, Wünsche oder Anmerkungen, die ich vielleicht in einem zukünftigen Interview mal Ralf stellen sollte, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls ihr Ralfs Musik hören wollt, die wird jetzt gerade da oben eingeblendet. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, Abo, Like und die Glocke natürlich nicht vergessen. Ralf, herzlichen Dank. Und ich wünsche dir weiterhin für deine Musik, für deine Logenarbeit, aber vielleicht auch für deine Traditionspflege alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch für das coole Interview. Vor allen Dingen den Preis, den du mir bezahlt hast, dafür gigantisch. Werde ich dir nachher in so einem schmutzigen Wäschebeutel dann geben. Ach, hallo, danke schön. Nee, super. Danke. New episode